und heute zeige ich dir, wie wir in Finnland Mitsommer feiern oder wie wir sagen, Juhannus. Dieser Feiertag ist für viele in Finnland der wichtigste im ganzen Jahr. Man verbringt Zeit mit Familie und Freunden, genießt die Ruhe, die Natur und natürlich das leckere saisonale Essen. Zu Juhannus wird in Finnland gerne das Haus mit Blumen geschmückt und ich habe mir passend Juhannuskukat besorgt, also mit Sommerblumen. Und natürlich dürfen auch frische saisonale Erdbeeren nicht fehlen. In Finnland gibt es tatsächlich unglaublich viele Erdbeersorten und sie werden auf den Märkten genauso wie die Äpfel in Deutschland je nach Sorte verkauft. Viele haben auch eine Lieblingssorte, die sie immer wieder jedes Jahr kaufen, und die beliebteste Sorte in Finnland heißt Polka, genauso wie der Tanz. Und Erdbeeren spielen auch heute in beiden meinen Rezepten eine große Rolle. Wir machen eine finnische Britakakku, eine Torte mit Baisa, Creme und ganz vielen Erdbeeren. Dafür brauchst du und dazu gibt es einen frischen Sommersalat mit Erdbeeren und Halloumi. Also dafür brauchst du Wir fangen mit dem Tortenboden an, weil es dann etwas Zeit zum Kühlen braucht, und in der Zeit können wir dann noch den Salat zubereiten. Für den Tortenboden brauchst du 150 Gramm weiche Butter. Dann gibst du 100 Gramm Zucker dazu, eine Teelöffel Vanille, eine kleine Prise Salz. Dann mag ich noch etwas Frische dazu geben, also ich gebe etwas Zitronenabrieb auch zum Teig dazu. Und das Schöne ist, dass wir jetzt die Zitrone zur Seite lassen und es später für den Dressing, für die Salate benutzen können. Und jetzt wird das Ganze mit dem Mixer etwa 3 bis 5 Minuten cremig geschlagen. Wenn es so richtig schön cremig geworden ist, können wir 3 Eier für den Kuchen trennen und eine nach dem anderen das Eigelb dazugeben. So, und dann ist die Masse wieder richtig cremig und wir brauchen noch 130 Gramm Mehl. Dazu gebe ich eine Teelöffel Backpulver und eine Teelöffel Backnatron. Wenn man Backnatron und saure Milchprodukte, also in diesem Fall heute bei uns Joghurt, verwendet, dann wird der Kuchen richtig schön fluffig. So, die trockenen Zutaten kurz vermischen. So, erst ungefähr 1/3 Trockenzutaten, kurz mit dem Mixer schlagen, dann Hälfte von Joghurt dazugeben, wieder kurz schlagen und so weiter machen, bis alles dazu gegeben ist. Ganz zum Schluss mag ich den Teig noch kurz mit dem Spatel umzurühren, um sicher zu sein, dass alles schön vermischt ist und der Teig ist wunderschön luftig geworden. So, jetzt stelle ich diesen Schüssel zur Seite und jetzt kommt der Baisa-Teil für den Kuchen. Also der Kuchenboden besteht aus Rührteig und darauf kommt
ein knuspriger Beiser mit Mandeln. Dafür gebe ich das Eiweiß in eine Schüssel und es wird jetzt geschlagen, bis es schön steif wird. Dann, wenn das Eiweiß so richtig schön steif geschlagen ist, geben wir noch Zucker dazu und das Zucker langsam beim Schlagen dazugeben. Dann schlagen wir den Beiser, bis es so schön glänzend wird und steif geschlagen wird. Und beim Beiser macht man ja immer diesen Kopfübertest, also ja, bleibt im Schüssel. Und jetzt können wir auch den Boden zusammenstellen. Also ein Backblech mit Backpapier belegen. Für diesen Rezept brauchst du auch keinen Backform. Dann verteilen wir erst den Rührteig auf dem Backblech. Also wichtig ist, den Teig gleichmäßig in einem dünnen Schicht zu verteilen und fast bis zum Rand. Und dann kommt noch der Beiserschicht, also genauso auf dem Teig jetzt den Beiser schön gleichmäßig verteilen. Sieht aus wie eine Wolke auf dem Kuchen, oder? Richtig hübsch. So, hier auch wichtig, dass es gleichmäßig verteilt wird. So, ich nehme mir noch einen Löffel und ich kann dann auch so ein leichtes Muster auf dem Kuchen machen. So, jetzt habe ich solche schöne Beiserwellen auf meiner Kuchenboden und ganz zum Schluss kommen noch Mandeln dazu für etwas Knusper. Also gibt natürlich auch schönen Geschmack, aber sorgt auch für den extra Crunch. So, und jetzt wird der Kuchen bei 175 Grad 20 bis 25 Minuten fertig gebacken. Und während der Tortenboden in dem Ofen backt, können wir uns schon mit dem Salat beschäftigen. Also als erstes werde ich die Halloumi vorbereiten. In Finnland isst man Halloumi super gerne, ganz besonders im Sommer. Es wird als Beilage serviert, gegrillt vom Grill, kann man so sagen, oder gebraten auf der Pfanne. Ich werde jetzt die Halloumi heute auf der Pfanne braten und dann mit meinem Salat servieren. Also eine große Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und während die Pfanne warm wird, die Halloumi in solche dicke Scheiben schneiden. Den Pfannenboden so schön mit Olivenöl bedecken und dann die Halloumi von beiden Seiten schön golden anbraten. Die Halloumi hat so eine schöne Farbe bekommen, dadurch hat es auch dann so einen leichten Crunch. Die Halloumi darf jetzt abkühlen, weil ich den dann abgekühlt ins Salat gebe. So, jetzt ruft schon der Kuchen, also lass uns schauen. Der Kuchenboden, also der Tortenboden, ist richtig schön geworden. Es soll so eine schöne, leicht bräunliche Farbe bekommen. Und jetzt können wir es hier zur Seite legen und es wird jetzt abkühlen. Und während wir warten, dass der Tortenboden abkühlt,
können wir schon den Salat vorbereiten. Also ich habe mir die Zutaten schon fertiggestellt und erst werde ich die Salatblätter etwas kleiner machen. Und ich habe heute so verschiedene Salat genommen, also ein Salatmix. Das mag ich am besten, weil man dann so verschiedene Farben in dem Salat hat. Bei mir darf auch etwas Rucola dazu, weil ich diesen pfeffrigen Geschmack von Rucola richtig liebe. Also so eine Handvoll auch dazu geben. Und dann werde ich noch eine so kleine Gurke dazu geben. Also bei der Gurke mag ich persönlich die Gurke zu schälen, weil der Geschmack dadurch etwas milder ist und die Gurke auch dadurch etwas leichter verdaulich ist. Dann habe ich noch Frühlingszwiebel, also alle Zutaten für den Salat sind saisonale Sachen und ich finde das immer toll und in Finnland schätzen wir genau das zum Mitsommer und im Sommer, dass wir die saisonale Zutaten nutzen können. Bei den Zwiebeln nehme ich nur das Grüne, das Weiße ist etwas aggressiver im Geschmack, das will ich jetzt nicht im Salat geben, das werde ich einfach zur Seite lassen, kann man dann beim Kochen verwenden. So, dann gebe ich schon mal die Gurken und die Zwiebel auch dazu. Also jetzt haben wir richtig viel Grünes in dem Salat, aber keine andere Farbe. Natürlich haben wir gleich noch den Halloumi. Der ist auch schon fast gekühlt, aber der Highlight sind die Erdbeeren. In Finnland lieben wir auch Früchte und Beeren zum Salat zu geben, ob es jetzt Erdbeeren sind oder Blaubeeren. Bei den Erdbeeren entferne ich erst das Grüne und dann viertele ich die Erdbeeren. Und jetzt werde ich noch den Halloumi in kleine Würfel schneiden und das kommt auch dann direkt zum Salat. Ich finde, sieht richtig schön aus, weil der Halloumi diese schöne angebratene goldene Farbe hat. Und wir können wieder kurz vermischen. Mein Salat ist jetzt fertig, den werde ich jetzt auch zur Seite lassen. Und ich habe so ein kleines Becher und mein Dressing werde ich jetzt hierhin vorbereiten. Dann kann man das ganz praktisch mitnehmen und kurz vor Servieren oder sogar beim Servieren dazugeben. Dann kann jeder entscheiden, wie viel Dressing man dazugeben möchte. Für den Dressing, ganz simpel, brauchen wir jetzt diese Zitrone und ich rolle die kurz, geht dann einfacher beim Entsaften. So, dann halbieren und eine halbe Zitrone entsaften. Dann habe ich meinen Becher und ich gebe jetzt 2 Esslöffel Olivenöl dazu und das ganze Zitronensaft. Wenn du magst, kannst du noch für etwas Süße einen Esslöffel Honig dazugeben, Salz nach Geschmack und etwas schwarzen Pfeffer. Kurz vermischen und dann mache ich das einfach zu und ich kann mein Dressing mitnehmen und mein Salat bleibt schön knusprig, knackig und frisch. Viele Menschen feiern Juhannus auf einer Sommerhütte, auf Finnisch
Möcke mitten in der Natur. Man verbringt den Tag draußen, geht spazieren, fährt mit dem Boot über die Seen oder ist mit dem Subboard oder Kanu unterwegs. Und Sauna gehört auch unbedingt dazu. Eine ganz wichtige Tradition ist auch Juhannuskokko, das große Mitsommerfeuer. Die Menschen sammeln sich zusammen und schauen es sich an und feiern das längste Tag des Jahres. Jetzt bleibt nur die Creme für die Torte. Es ist ganz einfach gemacht und dann noch die Erdbeeren vorbereiten. Für den Creme habe ich hier 400 Gramm Quark mit 20% Fettanteil. Dann gebe ich dazu 2 Esslöffel Zucker und dann eine Teelöffel Vanille. Und das können wir dann direkt schon einfach so mit dem Spatel vermischen. Also nur so richtig kurz, das braucht nicht viel Zeit. Und dann noch Schlagsahne schlagen, dann Sahne steif nach und nach dazugeben und die Sahne so lange schlagen, bis es schön steif wird. So, und die steif geschlagene Sahne hebe ich dann in 2 Teilen zu meinem Creme. So behält die Sahne diese Luftigkeit und der Creme wird auch richtig schön fluffig und luftig. So, ihr Lieben, wir sind fast soweit. Der Creme ist jetzt fertig und uns bleiben nur noch die saftigen Erdbeeren für die Torte. Den Tortenboden habe ich jetzt halbiert und eine Hälfte davon habe ich auf einen Tortenteller gegeben. Jetzt werde ich den Creme drauf verteilen. Und bei dieser Torte wegen den Beiser am besten kurz vor Servieren die Torte mit dem Creme belegen und dekorieren. Und jetzt noch die leckeren Erdbeeren, also ganz viel Erdbeeren dazugeben. Den zweiten Tortenboden vorsichtig auf den Erdbeeren legen und dann können wir auch noch hier oben drauf mit ein paar Erdbeeren dekorieren. Und mir fehlt jetzt etwas Grünes, also das wusste ich schon und ich bin vorbereitet. Ich habe noch Minze gekauft und mit Minze werde ich noch dekorieren und dann ist die Torte perfekt und bereit zum Servieren. Eine herrlich leichte Sommertorte, perfekt für Mitsommer, für Grillabende und Sommerfeste. Also unbedingt ausprobieren. Leider bin ich dieses Jahr nicht in Finnland zum Mitsommer, aber ich werde es für mich zu Hause auch richtig schön machen und den Tag mit leckerem Essen feiern. Wusstest du eigentlich, dass es in Finnland im Sommer so etwas wie Yöttömät yöt, also nachtlose Nächte gibt?
Während die Wintertage in Finnland sehr dunkel sind, bleibt es im Sommer auch in Nacht erstaunlich hell und die Sonne geht nur ganz kurz hinter den Horizont. Und diese Ötemat lieben wir Finnen im Sommer. Ihr Lieben, hyvää Juhannusta, frohe Mitsommer. Ich hoffe, euch hat meine kleine Geschichte über den Mitsommer in Finnland gefallen und dass ihr auch die leckeren finnischen sommerlichen Rezepten ausprobiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.